Heute haben wir die Maintainer von der LibAFLplusplus hier, Dominik, Toka, Andrea und Van Hauser. Sie werden uns heute zeigen, wie diese Engine genutzt werden kann, binäre Dateien zu fuzzen in einer sehr fortgeschrittenen Art. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Unser Talk heißt Fuzz alles, überall, alles auf einmal. Wie wir gerade vorgestellt wurden, wir sind das LibAFL-Projekt. Wir haben das Projekt 2019 angefangen. Wir haben jede Menge neue Feature hinzugefügt. Und daraus ist auch das Seitenprojekt LibAFL entschieden, was komplett in Rust neu geschrieben wurde. Heute werden wir ein bisschen über Fuzzing generell reden, LibAFL und wie man QEMU für sowas in einer sehr fortgeschrittenen Art dafür benutzen kann. Wenn ihr euch noch mal ein bisschen über die Grundlagen informieren wollt, könnt ihr euch hier unseren Talk vom Remote Chaos anschauen von 2020. Der sollte euch eine gute Einführung geben. Also fangen wir an. Wir haben uns schon vorgestellt, wir sind das AFLplusplus-Projekt. Wir sind eine relativ große Gruppe 5 sind auch hier auf der Bühne heute. Es gehören aber auch wesentlich mehr dazu, viele Freiwillige und auch einige Industrie-Contributions. Zuerst werden wir ein bisschen über das Fuzzing selbst reden, Grundlagen, auch ein bisschen Emulation in QEMU und wie man das dann in der binären Instrumentation benutzt. Wir werden über Snapshot-Fuzzing reden, am Beispiel der Android-Library auf einer 80-Kernmaschine, und dann werden wir uns auch nochmal Sanitizers anschauen, um dann Dinge auch in die Binärdatei anders einzuführen oder bereitzustellen. Fuzzing, kurz erklärt, ist ein sehr einfaches Konzept. Man lässt ein Programm mehrfach laufen mit sehr vielen Inputs, verschiedene Inputs, und versucht auf Basis der Inputs dann Bugs oder Fehler zu finden. Generell hat man dafür auch ein gewisses Ziel, was man vorsetzt. Eine Unterkategorie davon ist das Coverage Guided Fuzzing. Dort trackt man zusätzlich auch noch zwischen den einzelnen Blocks die konditionelle Verfolgung. Also ihr habt das ja vielleicht schon mal gemacht, so einen Control-Flow-Graph für eures Projekt zu erzeugen. Und je nachdem, in einer Loop oder je nach Konditionen im Programm, kehrt man dann für anderen Programmablatt zurück. Ein Fuzzer kann dann zählen, welchen Pfad man genommen hat, und auch feststellen, welchen man noch nicht genommen hat, und dadurch dann auch neue Pfade finden, die der Programmablauf durch den Code des Programms nimmt. Und dadurch ist es halt wesentlich schneller, weil man direkt Feedback erhält. Also lassen wir mal schauen, was man fuzzen kann. Man kann tatsächlich alles fuzzen, wenn man einen Emulator benutzt, wie QEMU, was für Quick Emulator steht. Er ist sehr bekannt. Er unterstützt jede Menge verschiedene Instruktionssätze, also auch die bekannten und unbekannten. Das zusätzlich unterstützt auch User-Mode-Emulation. Das heißt, man emuliert nur den User-Space, und die Systemaufrufe werden nochmal zusätzlich abstrahiert. Und QEMU übersetzt das dann alles. Und man kann sogar die Syscalls dann nachhaltig verändern. Wie funktioniert das unter der Haube? Man hat zuerst eine bestimmte binären Code. Der wird dann erstmal dekompiliert und geliftet in eine intermediate Repräsentation. Und die wird dann wieder zurückkompiliert in Binärformat, was auch der Computer, auf dem es gerade läuft, versteht. Und das macht es dann immer für jeden Block und bringt es in ein Format, das man auch ausführen kann. Das Tolle daran ist, das Tolle ist, da wir ja die intermediäre Repräsentation kurz in der Hand haben, können Sie da auch unsere Fuzzing-Instrumentation einbringen. Das ist super praktisch. Das können wir normal nur während der Compile-Zeit machen, und hier durch die Emulation haben wir die Möglichkeit, auch während der Runtime zu machen.
Danke, Dominik. Ich werde jetzt das LibAFL-Framework ein bisschen präsentieren. AFLplusplus ist ein State-of-the-Art Fuzzer. Es funktioniert, es findet Bugs, aber manchmal ist das Problem, dass wir ein sehr spezielles Ziel haben, für das wir eigentlich einen Custom-Fuzzer schreiben müssen, der sehr adaptiert ist. Das Problem mit Custom Code ist immer, dass man viel neu erfinden muss. Man muss sich häufig wiederholen und für jedes Ziel muss man es neu schreiben. Meist sind diese Designs dann sehr einfach, unterstützen nur sehr wenige Features, wenn man es halt selbst geschrieben hat. Und auch den Input, den der Fuzzer dann bereitstellt für die Binärdatei, kann nur auf sehr basischen Regeln mutiert werden. Und das mit dem Skalieren wird es dann auch sehr schwierig. Ein Custom Fuzzer mit eigenem Scaling zu schreiben, ist sehr aufwendig und schwer. Und häufig können die sich dann nur über das Dateisystem koordinieren, was es extrem langsam macht. So, unsere Lösung ist LibAFL. Wir behaupten, das ist die aktuellste Art, das zu machen. Es ist extrem portabel. Also selbst auf Computern, die keine Standard-Library haben, auf Systemen, die ungewöhnlich sind, es ist sehr einfach zu erweitern mit Modulen, die die Benutzer auch selber schreiben können. Und es ist extrem skalierbar dadurch auch und insgesamt dadurch sehr performant, da man die Compile-Time-Abstraction in Rust gemacht hat. Hier ist die Übersicht über das Design. Zuerst haben wir LibAFL Core Library, das ist quasi der Hauptbestandteil. Dann haben wir verschiedene Targets oder Ziele, die den Runtime-Code dann für das Target vorbereiten oder im Target auch leben. Und wir unterstützen auch QEMU im Benutzer- und Systemmodus. An dem Systemmodus arbeiten wir gerade noch. Der Grund, warum wir QEMU für die Instrumentation benutzen, ist, weil wir häufig den Source-Code nicht benutzen und auch den jedes Mal kompilieren müssten. Dazu bauen wir dann Compiler-Toolchains, die auch sehr schwierig sind. So in QEMU können wir einfach die Binärdatei benutzen und instrumentieren als Teil des QEMU-Prozesses. Und das hat viele Vorteile. Andere Vorteile haben wir über andere dynamische binäre Instrumentation ist, dass wir es über verschiedene Architekturen benutzen können. Also das Host-System wie auch die analysierte Architektur kann unterschiedlich sein und es ist relativ schnell dafür, weswegen wir QEMU für unser Fuzzing einsetzen. So, we want to fuzz also everywhere. To fuzz everywhere, we need to fuzz. We want to fuzz some code around. Unser Ziel ist, alles zu fassen. On our, for instance, desktop machine. To do so, we use LibAFL QEMU. Dadurch präferieren wir QEMU. For the Android library that Dominic talked about before. We need to understand a bit the inner working of LibAFL QEMU. Um dies zu verstehen, müssen wir die LibAFL QEMU Internals verstehen. Die Hooks in der Instrumentation sind die Edges im Control Flow Graph. The code that it's the odds code that is recompiled.
by QEMU. Und die Hooks werden rekompiliert mit QEMU. Writes to do instrumentation, mainly for logging things that are useful for fuzzing. In this case, there are the hooks for the In diesem Fall sind es die Edge Coverage Hooks und ein Callback wird auf jeder Ecke im Control Flow Graph inserted und dadurch kann der User Edge Coverage extrahieren für die Coverage Map. And for the more advanced people in the audience, this is the first case in which we have binary-only fuzzing with emulation, with unique IDs. Dies ist der erste Case, den wir haben mit Binary-Only Fuzzing, mit Unique IDs, mit Edge Coverage. Wir haben auch Hooks für Instructions, Blocks, Edges und Read and Write. Ein weiterer wichtiger Part vom Design ist unsere Interaktion mit dem Fuzzer. Die Execution Control passiert in 3 Wegen. Entweder über Hypercalls, wenn wir mit Hypervisoren kommunizieren. Dann haben wir das Target, bei welchem wir Backdoor Instructions hinzufügen können. Schlussendlich haben wir Breakpoints, die über Dynamic Binary Instrumentation hinzugefügt werden können. Und schlussendlich haben wir Custom GP-Commands, die wir verwenden können. With the custom commands, the user can create commands to do something like mit den Custom Commands kann ein User während dem Debuggen bei interessanten Positionen können wir den Fuzzer von der Position her starten. Denn im nächsten Part werden wir uns anschauen, wie wir LibAFL QEMU verwenden. Und unser Target ist eine andere Architektur als ein Standard-Desktop, zum Beispiel ein Mobilgerät, welches ARM64 verwenden könnte. For the MMS exploit, and Flanker did a talk on reverse engineering this library and fuzzing this library with a custom fuzzer. So like we have here this problem of writing custom fuzzers and at the real-world CTF. Während dem Real-World CTF sind wir auf das Problem mit den Custom-Fuzzern gestoßen. Dadurch haben wir die QR-Decode-Library reverse-engineert. And the image library, so the bridge, the NDK library part, that is the bridge between Java and the C library. Über die Bridge between Java und dem Native Code. NDK usage in this library. We build an harness in C that is not this one. This is a very. Dadurch haben wir einen Harness in C gebaut. Dieses ist nicht der Harness, den wir gebaut haben. Das ist ein simpler Test-Harness. And then with this harness that we built to show up the capabilities of the library to fuzz on Android code, we built a fuzzer with LibAFL QEMU. Dadurch haben wir einen Fuzzer gebaut mit LibAFL QEMU. Is running inside emulator the target library in which there are some hooks going on, mostly the syscall hooks, because we need to hook and block some syscall and replace the behavior of some syscall to make the library run. Der Fuzzer verwendet Syscall-Hooks, um mit dem Target zu kommunizieren. System image of the firmware of Android, and we use it to run inside QEMU all the libraries on which the QRAM library depends on. So
Schauen wir zum Code an. Dieses Beispiel illustriert recht simpel, wie wir das Target instrumentieren können. Zuerst resolven wir die Symbols vom Harness. Danach setzen wir einen Breakpoint auf die Return-Adresse. Danach speichern wir die CPU-States, um die später wiederherzustellen. Und dann definieren wir den Harness. Das ist der Code, der jeweils läuft bei jedem Fuzz-Run. Die Library liest dies von einem File. Hier sehen wir die Hooks und das Hinzufügen eigener Hooks ist recht simpel. In diesem Fall haben wir Edge Coverage implementiert. Durch die Library-Architektur haben wir eine angenehme Schnelligkeit. Not all the code in the library or in any other target is stateless, sorry. So there are code that leave some traces in the state of the program that we cannot restore just by restoring the state of the register and the CPU. Dadurch, dass wir Probleme wie Global State haben, können wir je nachdem nicht zwangsläufig nur die Register States restoren. In LibAFL QEMU there is a runtime built on top of the LibAFL QEMU hooks to do address sanitizer. Wir haben basierend auf den LibAFL Hooks Sanitizer implementiert. Valgrind or Dynamo-Re or address sanitizer and so on. And then there is this the ability of doing user space snapshot. Wir haben von Grund auf User Space Snapshots implementiert, um Dirty Pages zu speichern. Random pages and then we have to restore them if we want to continue fuzzing and restore the state of the program and so on. Das ist eine kleine Demo, bei welcher wir den Fuzzer mit 80 Kernen laufen lassen. We set for QEMU this file system to be loaded, so we are saying to QEMU, okay, we have to grab our dependent libraries from this file system, and then we start our fuzzer, giving the images as a initial seed corpora, the output and the number of cores. Wir geben dem Fuzzer Bilder mit und runnen den. Und nach ein paar Stunden kriegen wir diesen Output. In diesem Fall hat ein Address Sanitizer ein 4-Byte-Write gefunden. So now, after this, Addison will introduce you how we scale over core, how this specific example on Android scale over cores, but also in general how LibAFL scale over core machines. Thank you. So, to get started, let's talk about actually why we need to scale in the first place. So, lass uns darüber reden, warum wir tatsächlich skalieren müssen. That only allows you to actually utilize one of your cores, right? We have many cores available to us on modern systems. So wir haben viele Kerne auf unserem modernen System, also würden wir auch gerne alle davon benutzen. Scaling ist allerdings schwer. Wenn wir keine Events zwischen den verschiedenen Fuzzern scheren, verlieren wir viel Zeit, indem wir immer wieder dieselben Dinge machen und wieder dieselben Code Branches beforschen. Kommunikation ist allerdings immer ein Slowdown.
An dem Graph sehen wir außerdem die Geschwindigkeit versus wie viele Cores wir tatsächlich benutzen. Und wenn wir zu viele Cores haben, sehen wir, dass die Executions per Second tatsächlich runtergehen. Und der Grund könnte sein, dass wir schlechte Kommunikationsstrategien verwenden. Zum Beispiel, indem wir über eine Disk gehen oder ein Netzwerk oder um Events hinterher auszutauschen. Oder vielleicht laden wir auch zwischendurch neu. Also haben wir einen zentralen Prozess geschaffen, der alle Fuzzer-Instances instanziert und der Shared Memory mit diesen Instanzen. Nehmen wir an, eine der Fuzzing-Instanzen hat ein Event, zum Beispiel um Coverage zu erhöhen. Dann meldet er das zu dem Broker und der verteilt es über den Shared Memory weiter zu den anderen Instanzen. Das bedeutet, dass kein Kernel I.O., keine anderen Slow-Dinge. Das erhöht unsere Skalierung dramatisch. In grün sehen wir die Execution in Userland und die roten Balken sind Kernel Interactions, die uns verlangsamen. Denn in der führen wir nicht tatsächlich unser Ziel aus. Hier sehen wir den Graph von vorhin nochmal und den neuen Graph mit der neuen Methode. Und wir sehen, AFL with LLMP skaliert fast linear. Und jetzt können wir sehen, denselben Fuzzer wie vorher, nur jetzt kriegen wir jetzt haben wir fast 500.000 Executions per Second. Und das ist super. I'm going to invite Mark to come speak to you about how to catch injection-style vulnerabilities using QEMU as well. Please. Thank you. Why is fuzzing so popular? Warum ist Fuzzing eigentlich so populär? And 80% of the critical vulnerabilities are memory corruption. Denn es ist gut darin, Vulnerabilities zu finden und die meisten Vulnerabilities sind Corruption Vulnerabilities. We only find memory corruption vulnerabilities with traditional fuzzing, like we do currently with AFL, Fuzz, LibFuzzer, etc., etc. So what if we could find other type of Was ist, wenn wir auch andere Arten von Bugs finden könnten? Bis jetzt war das sehr schwer. Wir brauchen andere Tools, wie zum Beispiel SQL-Map, um SQL-Injections zu finden. Aber das könnte sein, dass ein Webserver ist über den Netzwerk und wir haben da kein Coverage. Und das ist sehr limited, dadurch sehr eingeschränkt nutzbar. Finding injection vulnerabilities, why doing normal AFLplusplus, LibAFL stuff? Also die neue Idee ist, im Wesentlichen diese Vulnerabilities mit unserem Fuzzer zu finden. Wie machen wir das? Wir verwenden unser LibAFL QEMU User Mode und Hooks. Und die Idee ist so einfach. Wir sind überrascht, dass da noch sonst niemand drüber nachgedacht hat. HTML output functions, and then we just check the parameters if there's anything suspicious in there, which means stuff that would create an injection vulnerability that was not satisfied. Zum Beispiel LDAP-Parameter, andere Parameter und gucken. Well, we just crash and the fuzzer picks that up and we find an injection vulnerability. So it's that easy. What? And the advantage that I did in the implementation here for LibAFL is we can customize it with an easy script.
Also die Idee ist hier, dass wir durch die Injektion dann den Crash finden in der Sanitation und können dann unsere Probleme finden. Also hier im Beispiel haben wir QEMU, die Emulation lässt die Target Binary laufen und wir haben das volle Fuzzing, Snapshots, Coverage und so weiter. Wir haben jetzt aber zusätzlich noch verschiedene Hooks eingebracht in verschiedene Systemcalls oder in verschiedenen Libraries und jedes Mal, wenn die aufgerufen werden, dann checken wir einfach die Parameter und schauen, ob das tatsächlich eine SQL-Injection ist, so wie man das feststellen würde. Um das ganz einfach zu konfigurieren, zum Beispiel kann man das benutzen in SQL-Injektionen, anderen Cross-Chain-Injection, Secret Loss Detect, dem Verlust von wichtigen Geheimnissen, kann man alles benutzen. Man packt das einfach in eine Konfigurationsfile-Datei, zum Beispiel wie diese hier für SQL. Man gibt also an, was ist der Input, was sind die Parameter. Und zusätzlich gibt er noch an, was wäre der Fall, in dem man crasht, was wäre, man schreibt also einen Test, der feststellt, ob es eine Injektion gibt und dann zum Crash führt, damit Fuzzer und QEMU das auch feststellen kann. Das Tolle oder die Vorteile hier sind, dass es falsche positive Meldungen sehr unwahrscheinlich nur geben wird. Falsche negative können natürlich immer noch haben. Also es hängt sehr stark vom Input und der Konfiguration hervor. Und natürlich passieren Injections die ganze Zeit. Das sind die Bugs, die man noch nicht findet, aber umso besser man diese Setups hat und konfiguriert, umso eher findet man diese Bugs. Es gibt auch kein Limit, was für Injektionen man damit feststellen kann. Also Command-Injection, LDAP-Injektion, SQL, CSV, XML, Cross-Site-Scripting, alle können damit detektiert werden. Und wir finden alle diese Bugs mit ganz normalem LibAFL Fuzzing in QEMU mit allen Vorteilen. Hier ist mal eine kurze Demo, eine kleine Test-Me-File. Hier suchen wir eine Command-Injection in unserem QEMU-Fuzzer. Wir haben hier unsere Injection-YAML-File, die das alles konfiguriert und man sieht relativ schnell findet es die SQL- und Command-Injection. It's really that easy. Yeah, that's already it. For me, I'm the main AFL so, das wäre es auch schon. Ich bin ein AFL-Entwickler, also nicht LibAFL, auch ich habe also nicht unbedingt das Rust-Kenntnis, aber trotzdem ist es mir möglich, das alles zum Laufen zu haben, ohne auch Rust zu benutzen, einfach auf Basis der Config. Es ist also extrem einfach anwendbar. Naja, was haben wir euch heute gezeigt? Also, letztendlich skaliert es extrem, man kann extrem viele Bugs finden. Wir können rehosten, das heißt verschiedene Instruction Set auf anderen Plattformen aussetzen. Wir können zum Beispiel Android auf einer Desktop-Maschine checken. Und wir haben jetzt tatsächlich nur 5% der Features vorgestellt. Wir könnten hier 5 und 6 Stunden vortragen, was wir damit alles tatsächlich machen können, weil die Injektionen extrem praktisch und auch weitreichend sind. Und ich möchte jetzt nochmal diese Chance hier nutzen, mich zu bedanken bei meinem Team oder unserem Team. Wir sind 7 Leute aus 5 Ländern. Und es ist so eine Freude, mit so talentierten Menschen arbeiten zu dürfen.
schon bevor Google die 3 besten Fuzzer entwickelt hat. Und wir haben es geschafft, dass mittlerweile die 2 besten Fuzzer bei uns geschrieben wird. Scheiß auf Google. Wir machen das jetzt. Und wir sind sogar perfekt in der Zeit. Zeit für Fragen. Thanks everybody. Vielen, vielen Dank an alle. Haben wir irgendwelche Fragen? Hier ist eine Frage aus dem Internet, Signalengel. Can hardware crypto be emulated as a peripheral in QEMU and can LibAFL be applied to the hardware protocols? Die Frage ist, kann Hardware-Krypto auch in AFL simuliert werden und kann man auch die Hooks in die Hardware-Calls einpacken? Ich glaube nicht, dass es unbedingt möglich ist. Bei Hardware-Protokollen meinen Sie Firmware und Software, die damit interagiert. Sie können sogar, natürlich können Sie Hardware fassen, nicht mit QEMU, aber mit anderen Projekten. Manche bridgen dann einfach das Ganze auch rüber zur Hardware. Wenn Sie LibAFL allerdings zum Software-Fuzzing benutzen, die Hardware benutzt, dann müssen Sie letztendlich auch eine Emulation für die Hardware selbst entwickeln. Letztendlich kann man die Firmware natürlich auch in QEMU packen, solange man die notwendige Instrumentation oder das Instruktionsset schon in QEMU hat. Wie sieht es mit symbolischer Ausführung aus? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, symbolische Exekution auszuführen? Es gibt natürlich schon Sachen von der EPFL in der Schweiz. Es gibt da Tools, aber QEMU kann leider keine symbolische Exekution. Mit den Hooks können wir aber viele ähnliche Sachen emulieren. Es gibt da Möglichkeiten, aber man verliert da einige der APIs, die wir für den Harness brauchen, auch in QEMU. Man könnte theoretisch aber schon da eine Brücke bauen und das in einer anderen Umgebung symbolisch analysieren. Vielen Dank für den tollen Talk. Ihr habt gesagt, einer der Vorteile wäre, dass man die Instrumentation auch während der Runtime ändern kann. Warum wäre das ein gutes Feature? Warum würde man das machen? Ja, stellen Sie sich vor, es gibt da einige Techniken im Fuzzing, in denen wo man komplizierte Instrumentation braucht, also zum Beispiel, wenn man spezielle Sachen trackt, aber es kann sein, dass man die vielleicht nur am Anfang braucht oder einfach um andere Ziele zu erkennen. Und durch die einfache Instrumentation können wir einfach wechseln, auch den JIT-Code einfach flashen. Und wir können auch Instrumentationen laufen lassen, die wesentlich teurer ist, ohne dafür groß Verluste zu haben. Es ist einfach sehr optimiert. Okay, wir machen das natürlich noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im normalen Fuzzing auch ich kann mir auch vorstellen, dass man da nicht nur Fuzzing als Instrumentation anbietet, sondern vielleicht auch einfach normale Code-Analyse, Coverage und so weiter. Because in Unicorn emulates only with the CPU.
Warum benutzen Sie nicht Unicorn? Im Unicorn abstrahiert man nicht den CPU und wir wollen aber Hooks haben und auch die Möglichkeit haben, da einzugreifen. Und das ist einfach der Vorteil mit QEMU, ist einfach viel schneller auch. Und auch der User-Mode ist relativ unique zu QEMU. Und wir arbeiten auch jetzt momentan daran, File-System QEMU zu benutzen, um weitere Hooks anbieten zu können. Das ändert sich alles sehr schnell. Wir haben die Hoffnung, dass wir beim nächsten Kongress darüber auch einen Talk anbieten können. Und momentan haben wir noch sehr viel Code zwischen User und System Mode. The problem, the moment you hit any system call, you basically have to re-implement that, and like wrappers like shielding, for example. In anderen Fuzzing-Environment ist es immer sehr schwierig, sobald man einen Syscall bekommt, dass man den irgendwie emulieren muss. Ist das einfach ein QEMU? Anscheinend, eigentlich kann man LibAFL auch mit Unicorn benutzen. Vielen Dank für die Präsentation. In der Vergangenheit habe ich auch im automatischen Testen gearbeitet. Und eine Sache, die wir da häufig gemacht haben, dass wir unsere Software gegen Core-Utils und das meiste Testen, was ich kenne, ist gegen Memory Errors. Haben Sie irgendwelche interessanten Bugs mit der Injection Detection bisher gefunden? Ich habe das jetzt erst angefangen, ist alles noch in Arbeit. Google habe ich schon kontaktiert wegen einiger Bugs und ich habe auch schon Google kontaktiert, um zu schauen, wie effektiv das ist und dass es auch mehr bei Google Zero benutzt wird. Und sobald die diese Tools dann haben, werden wir dann sehen, wie effektiv diese Injektion wirklich ist. Zusätzlich haben wir das auch für Command-Bugs benutzt und da waren wir auch schon relativ erfolgreich und haben einige Bugs gefunden. Okay, noch Mikrofon 3 bitte. Danke für den tollen Talk. Ich habe eine Frage über den letzten Tag zu Nicht-Memory-Korruption. Systeme, die häufig diese Bugs haben, sind eigentlich gar nicht in binären Sprachen geschrieben. Um Programme in anderen Sprachen zu fuzzen, braucht man natürlich die Coverage-Information. Was macht man in Sprachen, die nicht binär sind und da interpretiert sind, wie Python und Java? Na, das ist das Ding, das ist ja schon diese Sache mit QEMU. Das kann QEMU schon, weil QEMU ist das egal. Es lässt es laufen und die Codeblocks sehen für QEMU genau gleich aus. Man hookt einfach in die Kernel-Calls. Man kann selbst QEMU auf Python laufen. Macht vielleicht jetzt keinen Sinn, aber selbst da würde man die Command-Injection finden. Aber es ist doch gar nicht kompiliert, dann sehen wir gar nicht die Coverage. Das Wichtige ist halt, dass man den Interpreter instrumentalisiert. Wir haben das in der Vergangenheit für Java und Python auch schon gemacht. Solange man die richtige Instrumentation hat. Gibt es Open-Source-Simulationen dafür? Ja. Vielen Dank für die Präsentation. Ich bin sehr interessiert in die Vollsystem-Emulation. Ich weiß, dass es AFL gibt, was auf nichts läuft. Und die API ist sehr instabil und ändert sich schnell. Es würde mich einfach interessieren, ob Sie KWM benutzen oder was Sie genau machen. Ich weiß zum Beispiel, dass momentan Snapshotting nicht das schnellste ist. Ja, wir benutzen QEMU Full System Snapshotting, wie du schon sagst, sehr teuer und ressourcenintensiv.
Aber ich weiß, wir haben unser Team arbeitet gerade daran, oder ich weiß, ein Team arbeitet daran, die Vollsystememulationen mehr effizient zu machen. Es gibt bereits nichts für KWM. Vielleicht schreiben wir dasselbe nochmal für nichts für QEMU. Für KWM gibt es ja schon nichts, deswegen sind wir vor allem erstmal in den User-Mode und auf QEMU gegangen, weil es das für KWM ja durch nichts schon gibt. Und wir wollen wahrscheinlich sowieso Emulationen für viele der Ziele, die wir so sehen, die populär sind, weil KWM es schwieriger macht, da auch Hooks zu benutzen. Eigentlich möchte man gerade Emulationen, um diese ganze Instrumentation möglich zu machen. Es gibt bereits den X-Split und LibAFL kann man da auch schon nutzen, wenn man nichts unbedingt nutzen kann. Ja, das weiß ich, es ist sehr schmerzhaft aufzusetzen. Ja, die Zeit ist leider rum. Vielen Dank.